Mein Name ist Dr. Mathis Haug, ich komme aus Deutschland, habe dort studiert, Physik, Sport, wollte Gymnasiallehrer werden, habe mich dann doch für den wissenschaftlichen Teil entschieden, für diese Laufbahn und in Physik dann promoviert, Bereich Umwelttechnik, Energietechnologie. Das war mein Steckenpferd, das hat sehr viel Freude bereitet, das war der schönste Teil des Studiums. Und diesem Steckenpferd bin ich treu geblieben und nun seit circa 6, 7 Jahren im alternativen Energietechnologiebereich tätig. Was treibt mich an, diese Technologie zu verfolgen? Das geht eigentlich zurück, schon als ich ein kleiner Junge war, hat mir mein Vater schöne Bilder gezeigt. Ich komme vom Neckartal, industriell das dicht besiedelste Land in Deutschland. Und diesen Neckar habe ich als Kind nur als dreckige Kloake erlebt. Da hat man alle Abfälle reingeworfen, keine Rücksicht genommen. Und mein Vater zeigte mir Bilder von seiner Jugend, wie der Neckar so klar war, dass sie dort noch Pfennigen tauchen konnten. Das hat man selbst auf Schwarz-Weiß-Bildern gesehen. Und das war für mich ein unglaublicher Ansporn, mich einzusetzen für eine Umwelt, die wieder Lebensfreude gibt und lebenswert ist. Und aus diesem Grund, das war wahrscheinlich der Anfangsimpuls, habe ich mich entschieden, in diese Richtung zu gehen und Technologien zu verfolgen und mitzuentwickeln, die völlig umweltsauber sind, umweltneutral, im Einklang mit der Umwelt, um wieder, ich sage mal, solche Zustände, wie es auch mein Vater erlebt hat, möglich zu machen. Es bereitet sehr viel Freude, wenn man etwas entwickeln kann in dieser Richtung, wo man weiß, das kommt der Menschheit zugute. Jeder Mensch kann das brauchen. Es kommt der Umwelt, der Mitwelt zugute. Das hat mich immer angetrieben, ebenfalls. Auch einfach diese Technologien. Aber es musste für mich immer etwas Umweltfreundliches sein, sauber sein, saubere Technologie, Alternativen bieten zu herkömmlichen Technologien, die umweltschädlich häufig sind. Das war ein großer Antrieb für mich, dann einfach dieser Forscherdrang. Ich habe hier auch ein entsprechendes Team, wo jeder seine Ideen, seine Fähigkeiten einbringt. Es entsteht eine Energie und daraus entstehen dann Produkte. Und zwischenzeitlich nach 5, 6, 7 Jahren entstanden dann Produkte, die auch verkaufbar sind, ja, die sich auf dem Markt sehr gut durchsetzen konnten, da sie natürlich enorm viele Vorteile hatten. Ne? Das erfüllt mich von ganzem Herzen. Etwas ganz Besonderes, das mein Team entwickelt hat, ist im Bereich Solartechnologie. Solartechnologie ist nun jedem bekannt. Uns ist es gelungen, spezielle Module zu entwickeln, die in eine Art Wechselwirkung treten mit diesen Solarpanelen, in eine Art spezielle Wechselwirkung, wodurch die Effizienz, die Ausbeute dieser Solarpanelen erhöht wird. Wie gesagt, ich möchte mich nicht in Zahlen festlegen, aber hier sind Effekte, die es sonst auf dem Markt üblicherweise nirgends zu erkennen gibt, nirgends zu sehen gibt. Eine wichtige Sparte sind unsere speziell entwickelten Batterien. Dort sind spezielle Verfahren patentiert, die bei diesen Batterien dazu führen, dass sie eine enorme Effizienz besitzen. Im Vergleich zu herkömmlichen Dingen, ich möchte es gar nicht in Faktoren ausdrücken, bei weitem diese überragen, diese herkömmlichen Technologien. Für Paraguay sehe ich für jedes Land, aber für Paraguay speziell auch den Nutzen dieser Technologie. Es ist so, in Paraguay hat man doch häufig Stromausfälle etc. Die Frage, das Stichwort Autarkie ist von besonderer Bedeutung, dass ich auch unabhängig vom Netz mit Energie mich, mein Haus, meine Fabrik, alles versorgen kann. Das hat einen sehr hohen Stellenwert. Und das können wir mit unserer Technologie, unser Team, mein Team können das bieten, da wir über eine ganz besondere
Speichertechnologie verfügen, wodurch es auch sehr interessant wird, auch bei schlechterem Wetter oder so, dass man hier Tage überbrücken kann, Leerlaufzeiten überbrücken kann, was seinesgleichen sucht. Es wird auch international Informationsvorträge geben in Zukunft. Das ist geplant, denn unsere Kunden, wir haben in Deutschland begonnen und weiten uns auf Europa aus und nun auch auf andere Kontinente, sind sehr zufrieden bislang. Ich habe auch schon hier jetzt konkret in Paraguay beispielsweise schon nicht sehr viele, aber doch mehr als einige sehr zufriedene Kunden. Ich sehe, das Interesse wird größer und ich werde dann ich persönlich hier auch Informationsveranstaltungen durchführen, wo man mit mir selbst natürlich viel mehr erfahren kann und sich austauschen kann und sich ein Bild machen kann. Das ist geplant für die nächste Zeit und ich freue mich da sehr drauf.